Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir sind Yvonne und René und erkunden mit unserem Toyota HZJ 79 seit Anfang 22 den afrikanischen Kontinent. Im Moment befinden wir uns in Mosambik, das Land, das erst seit 1975 unabhängig ist und aufgrund eines jahrelangen brutalen Bürgerkriegs bis heute eines der ärmsten Länder der Welt ist und dessen Bevölkerung uns dennoch seit unserer Einreise mit offenen Armen und strahlenden Gesichtern begrüßt hat. Kommt mit und überzeugt euch einfach selbst. Lustigkeit kennt keine Grenzen. Und wir dachten schon, es wird langweilig, wir müssen hier bald mal weg von unserem Platz. Aber jetzt haben wir wieder was gefunden. Wasser im Staukasten. Das finden wir eigentlich schon seit einigen Tagen. Da unten, der ganze Staukasten ist nämlich tritschenass. Gucken, ob man das irgendwie jetzt hier ist auch schon an den Wänden, da laufen Tiere schon entlang. Quatsch. So, deswegen bohren wir jetzt mal kurz das Ding hier auf, bauen wir den Tank ein Stückchen, machen wir mal locker. Dann können wir den mal ein bisschen anlupfen, den Tank jetzt, und dann können wir den unten drunter trocknen machen und dann kann der trocknen. Weil ich habe ja auch eine Theorie, wo das Wasser herkommt. Nass ist es nämlich auch hier oben auf dem Staukasten, meine Sonne, meine Sterne, da kriechen auch die kleinen Tiere rum. So, und das wird nämlich daher kommen, weil die beste Dame der Welt immer ganz viel Wasser möchte. Ich tank nicht, deswegen du tankst. Ich krieg schon wieder hier den Boomer zugeschoben. Ich glaube, es poltert. Okay, jetzt gibt es nur noch weniger Wasser. Nee, Problem wird einfach sein, wir füllen den Tank immer ganz voll bis zum Anschlag. Dann bis es hier rausläuft. Ja. Aber ich tanke nicht. Das macht der da. Ich habe ja keine Anzeige, wenn es rausläuft, weiß ich, ist es voll. Aber dann machen wir den Wasserhahn auf, lassen ein bisschen was ablaufen. Aber wir müssten in Wahrheit, ich sag mal, 5 bis 10 Liter wahrscheinlich ablaufen lassen, damit der Einfüllstutzen ja auch nicht mehr voll im Wasser steht. Weil ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier ist alles nicht 100% dicht. Warum nicht? Das ist eine Wasseranlage. Ja, aber das ist so, das ist dafür nicht gedacht, dass das unter Druck steht. Und wenn wir die richtig voll machen und dann noch im Gelände fahren, dann warm, kalt, dann dehnt sich das noch so ein bisschen aus und dann ist da richtig Druck auf dem Ding und dann drückt sich da einfach ein bisschen Wasser raus. Und das Ganze auf diesem großzügig bemessenen Raum hier drin, das ist echt ein Traum. Deswegen kann ich in solchen Momenten meine 1,94 auf 1,72 zusammenschrumpfen. Und dann geht das ganz gut. Jetzt habe ich noch was Lebendes gefunden im Auto. Jetzt klebt schon in meiner Hand, lebt schon alles hier, die kleinen Dinge. Das sind Ameisen, nicht kleine Dinge. Das ist doch fuck. Wir haben eine kleine Ameisenpest zusätzlich im Auto. Eine kleine bis große. Ich glaube, ich baue jetzt mal den Tank ganz aus. Okay, ich glaube, ich baue den Tank. We have new guests, we have ants. Yes, ants and water. Es ist nur ein kleines bisschen Chaos. I like the chaos, I like the chaos, I like the chaos, chaos, chaos. Jetzt muss ich vorne noch den einen Kasten leeren, wo mein Werkzeug noch drinnen ist. Und dafür tanzt er dann hier drin. Oh Mann. Alarm, Alarm! Hier ist zwar nicht nass, aber hier sind die Tiere. Und richtig lustig wäre es dann jetzt noch, wenn jetzt noch so ein schöner tropischer Gewitterguss kommt. Alles aus dem Auto rausgeräumt. Sei still. Von außen alles nass gemacht. Das sind so Momente, die liebt man im Camperleben. Jetzt macht sie gerade so Verzweiflungstaten. Übersprungshandlung. Fluchtaktivitäten. Irgendetwas machen, was besser ist als das Chaos da drin. Damit man nicht schreit. Das ist therapeutisches Packbandkleben. Nein, das ist Sicherung von vorhandenen Ressourcen, damit es noch so lange wie möglich hält. Das ist Therapieübung, zahlt bestimmt noch die Krankenkasse. Während die Frau hier ihre therapeutische Packbandsitzung abhält, muss ich hier unter Einsatz meines Lebens unter einer Kokospalme, wo die Dinger jederzeit runterfallen können. Und das ist ernst? Ja, voll ernst. Kriege ich hier den Sonderauftrag, diesen Teppich zu schruppen. Ich habe ihn nicht da unten drunter getan. Zu dem ganzen sonstigen Chaos wird es jetzt nur noch chaotischer. Oh. Ich habe mir gedacht, wenn hier schon alles geöffnet ist,
dann kann ich ja auch mal die gewünschten Kabel verlegen. Weil wir wollen ja noch ein bisschen mehr Strom da vorne in die Ecke machen, wo unsere ganzen Ladegeräte sind. Weil das sind tonnenweise von Kabeln und Verlängerungskabeln und Krimskrams haben wir dann notdürftig hingebastelt. Und das versuche ich jetzt mal etwas zu professionalisieren. Und was machst du da jetzt? Schleife ich den Ausschnitt für das Kabel, damit die Steckdose da sitzt, wo die Dame sie gerne hätte. Jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie der Mann sich das vorstellt. Und dann kann das Kabel da oben, zack, geht das dann durch, die Wand durch und dann kommt auf der Innenseite die Steckdose. Panik, Panik. Kennt ihr das? Wenn euch eine Schraube rausfällt, durch das Bohren ist eben eine Schraube raus vibriert und wo fällt sie hin? In den Sand. Zum Glück hat er sie wiedergefunden. Jetzt gehen wir mal gucken, was er weitermacht. Wir bohren jetzt ein Loch und zwar dahin ungefähr. Ja. So. Und fertig, Steckdose sitzt. Perfekt, geht anders, aber es reicht. Eine Woche Paradies. Der Regen hat uns weitgehend in Ruhe gelassen, nenne ich es mal. Und wir konnten hier auf jeden Fall auf dem Campground uns mal richtig schön erholen. Haben ein bisschen Sonne getankt, unter Palmen gestanden, im Indischen Ozean waren wir baden. Und jetzt geht es weiter. Freddy ist back. Der Zyklon Freddy ist schon wieder aufs Land gekommen, jetzt zum zweiten Mal. Es ist einer der merkwürdigsten Zyklone, die es scheinbar seit Aufzeichnung gibt. Der kommt und geht, der stirbt nicht einfach, wenn er auf Land ist. Wir kriegen allerdings hier schon die ersten Regenfronten wieder ab. Haben wir jetzt gesagt, ist gut, damit wir mal wieder einen Fahrtag einlegen können. Wir mussten jetzt auch abwarten, bis die Ebbe eingetreten ist, dass wir überhaupt von diesem Campingplatz wegfahren können. Man kann auch mal dazu sagen, jetzt standen wir eine Woche hier, zwar nicht direkt am Wasser, wir sind kurz davor mal ein bisschen durchs Wasser gefahren, aber unsere Bremsen haben sich schon festgerostet. Der René konnte zuerst gar nicht losfahren. Und jetzt quietschen sie wie die Sau. Ich kläre das nochmal ab, nicht, dass ich Quatsch erzähle, aber ich glaube, das war's. Waren es die Bremsen vorhin, die geklackt haben? Ja, genau, die sind einmal angebacken. Das ist hier durch das ganze Salzwasser passiert das immer. Also generell am Strand stehen, Salz, fürchterlich. Ich habe natürlich die Handbremse angezogen, ordentlich wie ich bin. Das macht man generell erstmal nicht. Und dann sind halt im Prinzip die Bremsbeläge angebacken. Wenn man dann losfahren will, muss man ein bisschen hin und her ruckeln und dann knacken die irgendwann los. Schön langsam fahren, damit es nicht so spritzt, weil das ist Salzwasser. Unser Weg führt uns weiter, weg von unserem paradiesischen Baradika in Richtung Norden, dem auf der Karte zumindest ersichtlichen nächsten Paradies, Vilankulos, entgegen. Wir überfahren den Wendekreis des Steinbocks, dem südlichsten Punkt unseres Planeten, an dem die Sonne mittags in ihrem Zenit stehen kann und bei einer Sonnenuhr zum Beispiel keine Schatten werfen würde. Weiter südlich, da wo wir ja gerade herkommen, werden automatisch immer Schatten geworfen, und zwar immer nur in südliche Richtung, niemals nördlich. Ich kann euch nur sagen, Reisen bildet ganz schön. Wir haben euch ja schon ein paar Mal mitgeteilt, wie klug wir sind. Das stellt sich heute wieder so ein bisschen in Frage. Der René ist natürlich ganz klug. Wir fahren jetzt nach Vilankulos und Zyklon Freddy ist ja wieder zurückgekehrt und wird auch Vilankulos ein bisschen streifen, im Moment zumindest. Und es ist auch da draußen ganz schön windig geworden und kühl. Es ist babbig, schwül, Wahnsinn, aber etwas kühler geworden und es bläst schon mal im Auto ganz schön ordentlich. Ja, jetzt sehen wir mal, was kommt. Wir offenes Meer vor uns, Vilankulos, wir sind gleich da. Jetzt nehmen wir euch mal mit ins Zentrum von Vilankulos. Herzlich willkommen in der Stadt Vilankulos. Seit 2020 ist sie vom Ort zur Stadt aufgestiegen und besitzt sogar einen internationalen Flughafen. Könnt ihr euch das vorstellen bei diesen Stadtstraßen?
Jetzt sind wir angekommen. Der Platz ist nicht wirklich sexy, aber er hat immerhin einen echt sexy Baobab. Praktisch ist auch, dass man hier unter dem Baobab kaum nass wird. Es regnet nämlich schon in Strömen. Es ist so lustig, wie unterschiedlich wir Menschen Plätze bewerten. Viele Reisende finden es super hier, wir nicht. Aber egal, jetzt geht's erstmal in den Ort. Die Mosambiken haben eine eigene Art, ihre Boote zu parken. Was wir hier sehen, ist nicht etwa verschrottet oder ausgemustert. Nein, nein, mit eines der wichtigsten Utensilien an Bord ist eine Kelle zum Herausschippen des Wassers. Aber die Boote, naja, vielleicht nicht das erste, werden regelmäßig genutzt. Wir stellen uns gerade die Frage über Sinn und Sinnhaftigkeit unseres Weges. Warum denn? Doch ganz romantisch. Weil eigentlich geht es hier geradeaus. Ich glaube ja, meine Sonne, meine Sterne hat sich ihren Strandspaziergang heute früh etwas anders vorgestellt. Nein. Alles ganz schön. Aber wir sind on the road. Da, wo wir hingehören. Abseits aller Pfade. Und hier oben weht jetzt wieder Wind. Und ich habe gewonnen. Ich habe sie abgehängt. Da ist der Complexo Alemana mit den Deutschlandfahnen. Da treffen wir bestimmt ganz viele andere Deutsche. So wie hier auf der Straße ganz viele andere. Ich habe gerade was Tolles entdeckt. Ich kann jetzt meiner Frau noch ein Bügeleisen kaufen, damit sie mir meine Shirts auch ordentlich machen kann. Und das ist echt noch hier wie so ein prähistorisches irgendwas. Hier tue ich jetzt die Kohle rein, das Ding wird heiß. Deckel zu, man kann es noch ordentlich zusammenschrauben. Und dann wird damit geblättert. Für mich natürlich. Selbstverständlich. Keine Frage. Damit er ordentliche T-Shirts anhat. Weil, wie ihr ja aufmerksam beobachtet habt, er hat so viele T-Shirts an. Immerhin hat er jetzt mal gerade eins an. Ich würde sagen, ich will keine Beschwerden hören. Mein Mann ist mal wieder im Paradies. Dann gibt es lauter technischen Schnickschnack, das ist schon ein bisschen toll hier. Und ich könnte noch ein paar Kabelbefestigungen brauchen. Eigentlich suchen wir ja einen Ventilator. Also ich habe Angst, deswegen möchte ich mir schon mal einen Ersatzventilator kaufen, weil wir haben ja 2 Ventilatoren, die auch gut funktionieren. Nur Die wenn auch irgendwann einer mal sehr nicht, lange nachts immer in Benutzung sind. die laufen 12 Stunden am Stück jeden Tag. Mindestens. Und das sind ja auch nur so chinesische irgendwas Dinge. Und ja, ich habe Angst, wenn einer kaputt geht, dann sterbe ich wahrscheinlich nachts. Zum Glück für alle stirbt man ja nicht so schnell und wir können Hitze ganz gut ab, also geht es ohne Notersatzventilator weiter. Habt ihr da eben gerade die über Kopf hängenden Hühner gesehen? Standardtransportart für die armen Kerlchen. Gerne werden sie dabei hinten auch noch ans Moped gehängt. Holzwirtschaft. Die ganze Ecke hier ist voll mit Holzwirtschaft. Das ist vor allen Dingen, das meiste davon, hier vorne mal jetzt abgesehen, ist Bambus. Wir haben ganz viel gesehen, wie Bambusstämme verarbeitet wurden. Und nicht Bambus, ich erzähle Quatsch. Palmen. Palmenholz. Gibt ja hier genug. Wir ziehen weiter, denn wie schon erwähnt, fanden wir den Platz hier nicht wirklich sexy. Wollen wir doch gerne auf den Ozean schauen und nicht nur auf diesen dicken, wenn auch wunderbaren Baobab vor unserer Nase. Wenn man Vilanculos verlässt, und zwar nicht auf der herkömmlichen Asphaltstraße, sondern so wie wir verfolgen hier einen Straßen- bzw. Pistenverlauf, der an der Küste entlang fährt, verlässt man auch sofort wieder die sogenannte Zivilisation. Vilanculos ist ja ein Touristenort. Wir haben sogar andere Touristen heute Morgen gesehen. Er ist zwar sehr ursprünglich, sehr wild, sehr turbulent, sehr bunt, aber eben schon touristisch und man wird angesprochen, ob man irgendwelche Daufahrten machen möchte oder Ponyreiten kann man machen. Es gibt diverse Sachen. Und hier ist wieder alles komplett ursprünglich. Wir fahren gerade an einem Dorf vorbei, da gibt es keinen Strom. Da gibt es vielleicht mal ein Solarpanel.
Wir befinden uns übrigens auf der Main Road, auf der Zentralpiste. Die Leute gucken uns schon immer ganz irritiert an, was wir hier machen. Turi fährt hier, glaube ich, nicht so oft entlang. Mein Mann liebt diese Autopilot-Sequenzen. Das erinnert ein bisschen wie an diese Cutlines in Botswana. Da war auch so diese tief eingefurchten Sandpisten. Da kann man eh nicht lenken, weil du kommst aus der Furche gar nicht raus. Und deswegen muss man auch hier gar nichts machen. Man muss nur ein bisschen die Höhenkontrolle im Blick haben, damit man sich nicht, wie jetzt zum Beispiel, da oben an dem ganzen Gestrüpp, irgendwas abfährt. Aber manchmal ist der dicke Ast nicht nur über einem, sondern versperrt eher die Weiterfahrt. Und das muss erstmal gecheckt werden. Mein Mann möchte die Umleitung nehmen. Denn auch das erleben wir immer wieder. Das Hindernis wird nicht beseitigt, sondern es werden einfach neue Wege geschaffen. Und es liegt nicht am Werkzeug, denn die Machetes, die alles klein kriegen, haben selbst jüngere Kinder schon bei sich. Für unser Denken ja etwas befremdlich, aber wir sind anpassungsfähig, also geht es durch den Vorgarten eines Hauses einfach weiter. Very good road, my brother, huh? Sie ist halt, ich sag mal, der Anfang fing ja eigentlich halbwegs normal an. Da war das eine normale Piste und entspannt zu fahren. Aber jetzt sind wir die ganze Zeit hier auf so einem ganz schmalen Buschtrack und hier fährt irgendwie auch keiner lang und ist halt vielfach doch sehr, sehr eng mit dem ganzen Geäst. Wir müssen halt die Bäume da wegschieben mit unserem Alkoven und uns da durchmanövrieren. Da darf man relativ wenig Schmerzen nur haben. Ihr bekommt ja mal einen kleinen Eindruck. Ich muss ja nur mittlerweile sagen, unsere 3 Meter Höhe und diese 1,90 Meter Breite außen nur, das macht schon sehr viel möglich. Also bis jetzt mussten wir noch nie umdrehen. So, und da ist jetzt mal eine Stelle. Langsam. Weiter darüber. Hier sieht man die Damen am zentralen Brunnen. Bom dia! Bam, obrigado! Mein Portugiese. Wir bekommen jetzt den Weg gewiesen, weil wir sind falsch. Unser neuer Guide, der war natürlich sehr schmerzfrei und wollten uns da durchs dichte Gestrüpp mitten durch die Buden da schicken, also durch die Häuser, und das wäre eine Katastrophe gewesen. Wir sind nämlich erstmal ein Stück mitgelaufen und haben mal wirklich geguckt, wo das lang gehen soll. Das ist nichts. Jetzt habe ich mich erstmal entschieden, wieder hier auf die Piste zu fahren, die wir gekommen sind, weil ich davon ausgegangen bin, dass sein Weg, den er mir zeigen wollte, auch wieder in die Richtung geht. Und er läuft und er läuft und er läuft vorne her. Wir lieben manchmal unsere Entscheidungen. Ja. Kannst du mal rausgehen mit gucken? Ich muss gucken. Ganz langsam. Ich glaube, mein Mann ist ein bisschen angestrengt schon. Quatsch, ich erarbeite mir nur das Feierabendbier. Going straight. Yeah. Left on right. Right. Left. Left. Touch. Okay. Okay. Bye bye. So, thank you so much. Obrigado. 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 Wir haben ja noch großes Glück bei unserer Routenwahl, weil in spätestens 30 Kilometern sind wir in Hasoro. Weil es könnten ja auch 300 sein. So gesehen sind wir erstmal ganz zufrieden. Weil wir haben uns schon ein bisschen Sorgen gemacht, ob wir, so wie wir unterwegs waren, heute überhaupt da noch ankommen. Aber jetzt, denke ich, geht das ganz entspannt.
Die Frau, die hat ja schon lockere 40 km/h auf der Uhr. Und tatsächlich öffnet sich das Gelände und wir treffen auf eine sehr gut präparierte Piste, die bestimmt zu irgendeiner Versorgungstrasse gehört. Hier in der Gegend wird Gas gewonnen. Die letzten Kilometer bis in Hasoro sind sogar auf perfektem Asphalt. Jetzt fahren wir wieder auf den Indischen Ozean in Hasoro zu. Wir haben es nämlich geschafft, unseren Buschfahrt bis hierher. Habe ich eben irgendwas von perfektem Asphalt gesagt? Das hielt ungefähr für 1000 Meter. Ich durfte die ganze Zeit durch das Gestrüpp da fahren und die Frau kriegt für hier die ganzen herrlichen Wasserlöcher. Herrlich! Ich finde es ja so super! Doch dann der Lichtblick. Wir erreichen das Camp Goodies Villa direkt gelegen am Indischen Ozean. Jetzt mal zu eurer Orientierung. So ein Platz ohne Strom, aber mit Dusche kostet um die 15 € pro Nacht für 2 Personen. Eine Kokosnuss 25 Cent, die Papaya 70 pro Stück, eine Avocado zwischen 10 und 20 Cent. Das mal als kurze Gegenüberstellung der Kosten. Wenn ihr uns bei solch einer Übernachtung unterstützen möchtet, könnt ihr den Link in der Videobeschreibung oder unserer Bio entnehmen. Ich sage ganz besonders herzlichen Dank für solch eine Ruhepol. Das ist echt klasse. Danke. Schnell! Jetzt ist sie schnell an. Ich sollte schnell zu ihm kommen. Ja, ich habe nämlich einen neuen Liebesmesser gebaut. Damit kann man bei der Dame vorne an die 2 Anschlüsse gehen und kann messen, wie stark die Liebe ist. Ich traue mich jetzt nicht ganz. Bitte. Ich bin fürs Messen zuständig. Nee, ich bin fürs Messen zuständig. Du schmeißt mal kurz den Kompressor an und ich gucke, ob jetzt der Strom hier immer noch auf der Starterbatterie landet oder ob er jetzt nur noch auf der Wohnraumbatterie zieht. Weil dann wäre erstmal das Ziel erfüllt. Dann wüsste ich, was ich tun muss. An, aus. Und hier gucken wir uns mal das Konstrukt an, was er hier gebaut hat. Er sagt, das Problem ist noch nicht gelöst. Nee, es greift immer noch mit auf die Starterbatterie. Und das ist nicht das, was ich will. Das ist nämlich die Batterie da vorne laufend leer. Auch eine wirklich beliebte Aufgabe ist es, den Kühlschrank bzw. die Kühlbox regelmäßig zu reinigen, weil durch das ständige Auf und Zu und Antauen kommt hier unten immer irgendwelches Dreckswasser hin. Wäre ja schön, wenn ich das Eis nutzen könnte, aber das stinkt wie die Sau und deswegen muss das regelmäßig ausgewaschen werden. An, aus, Kompressor, an, aus und jetzt soll ich noch kommen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll. Was willst du von mir? Du steckst da drüben mal den Strom rein. Dann kann ich gucken, ob mein Relais hier schaltet. Kann das nämlich erfühlen. So. Ja, genau. Mache ich hier mal den Fühler, ob das Relais schaltet. Eben habe ich ein leichtes Klack in meiner Hand gespürt. Das heißt, jetzt hat das Relais geschaltet und hat die Batterien miteinander verbunden, weil wir eine Menge Strom haben. Jetzt wird die Wohnbatterie auch geladen und in die Starterbatterie mitgeladen. Und wenn jetzt den Strom wieder rauszieht, müsste das Relais normalerweise wieder klacken. Und das ist das Problem, was es nämlich nicht tut. Dieses Miststück von Relais. Ich muss jetzt mal zu Nachbarns gehen, weil die machen mich ganz neidisch. Die haben nämlich eine Waschmaschine. Und da wurde ich jetzt gerade wieder darauf aufmerksam gemacht von meinem Göttergatten, dass es hier so etwas wie eine Waschmaschine gibt. Huch, die sieht ja ganz anders. Die ist schon ein bisschen geil. Die ist nämlich ganz 3 Kilogramm Waschmaschine. Ganz klein, die nimmt echt nicht so viel Platz weg. Ihr seht mein Spiegelbild, aber ihr seht nicht, wie neidisch ich bin. Das ist wie eine echte Waschmaschine. Ja. Oh Mann, oh Mann, ich bin neidisch. Guck mal, das gehässige Lachen, habt ihr das gehört? Gehässig ist es. Wir haben Fisch bestellt. Er wird gerade geliefert. What kind of fish is this? Cera. Cera. Yes, Barracuda. Ah, barracuda. Oh, that's I That's fish, understand. no bones. The meat is white. Barracuda.
Also I'm sorry for that, but last time I paid doubled because the weight was not correctly. So 1.3. Was hat er gewogen? Warum steht da auch eine H? 2,7. Ich will sie nicht fangen. Warum sind sie mit einem Rad stehen? Unterwegen? Leider muss man misstrauisch sein. Ah ja. 1.3. Wil jij deze eten? Ja, ik wil die It wel. was same like me now, 1.3. The same. Same. I have to make a tutorial for me for the next time so that I can do it by my own. Ihr merkt, das kleine Schlitzohr wollte uns auch den doppelten Preis abknüpfen, indem auf seiner Waage Pfund statt Kilo eingestellt waren, wie bei dem Hummer letztes Mal. Aber das passiert uns nur einmal und der Fisch ist zu lecker, der übrigens per Angel und nicht mit dem Netz bis April gefangen werden muss oder darf, als dass wir ihn nicht gekauft hätten. Der ein oder andere wird sich wundern, warum wir das gemacht haben, aber unsere Sicht ist so, diese Leute leben an der Armutsgrenze und wir reichen Touristen, auch wenn wir es nicht wirklich sind, kommen dahin und machen Ferien. So etwas gibt es doch nur bei reichen Menschen. Die versuchen einfach zu überleben und wenn wir, hart gesagt, zu blöd sind und uns über den Tisch ziehen lassen, ist das unser Problem. Einmal gezeigt, dass man weiß, wo der Hase langläuft, passiert das nie wieder mit dieser Person oder seinem Umfeld und es können wunderbare Gespräche zustande kommen. Probiert's mal. Heute gibt es richtig lecker Essen. Heute gibt es nämlich unseren Fisch, den wir gekauft haben, diesen Art Barracuda oder was auch immer das war. Und dazu mache ich Risotto. Und zwar Linsenrisotto. Das sah zumindest, ich mache mal ein bisschen Licht an, sah sehr lecker aus und bis jetzt schmeckt es auch dieses bisschen immer hart. Ich schaffe das immer nicht ganz mit der Pünktlichkeit des Risottos. Der Fisch ist auf jeden Fall gleich fertig und bevor der kalt wird, esse ich lieber noch mal ein bisschen knuspriges Risotto. Da ist er, der leckere Barracuda oder was auch immer es ist. Aber es sieht eigentlich so aus. Mindestens das, was wir letztes Mal gegessen haben. Und er hat schon ein bisschen heimlich genascht. Er hat doch immer mal Greyfish gesagt, aber ich weiß nicht, ob Greyfish Barracuda ist, keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Hauptsache Fisch und er sieht gut aus. Und er hat keine Gräten, das Er Ding hat keine ist Gräten, noch super einer geil. ist vorhin gezogen, aber Der ist tipptopp, der Kerl. Tico Taco. So, hier wird jetzt auf afrikanische Weise gereist. Die Männer gehen nach hinten und die Frauen dürfen nach vorne. I'm sitting with you, okay? Denn wir müssen einkaufen gehen und der Hauptort ist 5 Kilometer entfernt. Also lieber Taxi als lange Arme. Was und ob wir überhaupt etwas zu einkaufen finden, das gibt es aber erst nächste Woche zu sehen. Jetzt überlassen wir euch euren Tagträumen, wo ihr lieber sein würdet, danken euch ganz herzlich für euer Interesse und die Aufmerksamkeit. Auf den letzten Drücker zwar, aber wir möchten nicht versäumen, euch daran zu erinnern, uns ein Abo zu hinterlassen, denn das motiviert uns und hilft unserem Kanal weiterhin zu wachsen und sorgt nicht zuletzt für weitere Filme. Wir wünschen euch eine gute Woche, bleibt glücklich und gesund und wir sagen Tschüss und Bye-bye, bis bald.